Straße ausgebaut. Es ist portionierbar. Boah, Alter, Kopfsteinpflaster, Endgegner, ey. Aber richtig geschrottet. Fuck! Also, das Wetter ist heute irgendwie grau in grau. Es sind auch noch nicht mal 20 Grad, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil heute fahre ich Richtung Osten und folge der zweiten Sektion des Trans-Euro Trail von Deutschland bis über die polnische Grenze. Bin mal gespannt, wie das wird, ob man da überhaupt lang fahren darf und wie schnell das geht und wie das aussieht. Und mehr habe ich noch nicht geplant, also wie ich zurückfahre, weiß ich noch gar nicht. Jetzt fahren wir erstmal los. Heute mal ein bisschen Trans-Euro Trail. Falls es da überhaupt noch Trails gibt. Ich habe den Eindruck, an vielen Stellen, gerade hier in Deutschland, sind die Straßen dann doch schon mittlerweile ausgebaut worden. Viel war da bisher nicht so zu holen, wenn man jetzt nicht hardcore illegal fährt, aber wir schauen mal, vielleicht kann man sich ja irgendwo durchmogeln. Also das GPS, das was ich jetzt hier nehme, das hat zwar den Vorteil, dass man im Gegensatz zu ziemlich allen anderen sagen kann, man will, es ist nicht nur okay, auf unbefestigten Straßen zu fahren, also es gibt nicht nur unbefestigte Straßen vermeiden an aus, sondern man kann sogar sagen, unbefestigte Straßen bevorzugen. Aber jetzt wollte er mich schon das erste Mal in so einen Waldweg schicken. Muss man halt schon wissen, ob man das halt sich so sehr über die Gesetzmäßigkeiten hier hinwegsetzen will. Klar, man muss erstmal erwischt werden. Und klar, es wird als Ordnungswidrigkeit geahndet, also das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Was die riesigen Konsequenzen angeht, aber wir wollen ja eigentlich ordentlich bleiben. Das ging dann schnell, direkt von der Bundesstraße runter, hier an so einem Parkplatz. Ich sitze hier direkt auf so einem Schotterweg. Auch einen ganz normalen, mal kein Waldweg. Keine Minute gefahren. Auf der Schotterstraße. Schon einen richtig traumhaft schönen Ort gefunden. Bin ich hier richtig? Aus. Ich kann es noch nicht wissen, aber es soll dieses Jahr nicht das letzte Mal sein, dass es mich an diesen Teil des Trans-Euro Trails verschlägt. Nicht viele Besucher.
Das war schon mal nicht verkehrt. Vor allen Dingen so Einsteigergrößen, das wäre im Vergleich zu Rumänien, hätten wir es ja hier schön richtig gut üben können. Also das ist echt, sowas kann ich noch fahren. Danach wird es echt schwierig mit anderen Gegebenheiten. Irgendwann machen das natürlich auch meine Reifen nicht mehr mit. Ich habe jetzt zwar keine Straßenreifen drauf, also nicht nur reine Straßenreifen, aber schon eher Straßenreifen. Ach ja, herrlich. Nochmal so schöne, traumhafte Natur, die man sonst niemals sehen würde. Wahnsinn. Hier kann man richtig guten Mittag machen. Ist das schön. Herrlich. Entspannt zu fahren. Für Schotter natürlich. Aber für Anfänger, glaube ich, richtig gut geeignet. Hier ist eine Bushaltestelle. Der Bus die Strecke auffährt. Was für eine Strecke. Das in Deutschland. Oh, jetzt wird's ganz wild. Was für ein Ort. Hier ist nicht eine Straße ausgebaut. Also nicht mal so ansatzweise. Krass. Also Sand ist dann doch halt echt immer noch scheiße. Weiß man, dass man nicht alleine ist. Das war schon mal nicht verkehrt. Und das auch das Schöne ist, dass diese Abschnitte hier immer recht übersichtlich sind. Es ist ein Abschnitt, von dem man weiß, dass man relativ bald wieder auf Asphalt bzw. in der Zivilisation landet. Also es ist portionierbar. Das
macht das gerade ganz entspannt vom Kopf. Boah, alter Kopfsteinpflaster Endgegner, ey. Das rüttelt dich durch, das ist der Wahnsinn. Da machen wir noch kurz ein Bild, ne? Also bisher macht es auf jeden Fall richtig, richtig Laune. Und man hat immer noch diese schönen Teile, wo man jetzt hier zum Beispiel an so einer absolut grandiosen Badestelle vorbeikommt. Hier ist Platz, hier ist niemand, ist hier irgendwo im Nirgendwo, im geilen See. Es ist ruhig. Ja, es macht einfach Spaß, ne? Malerische Sträßchen hier, wie in einer kleinen Märchenwelt fährt man hier durch Wälder und dann Seen. Der Untergrund ist mal Schotter, mal Sand, mal Feldweg. Am schlimmsten haut aber das Kopfsteinpflaster rein. Also mit dem Kopfsteinpflaster haben sie es hier halt echt noch. Aber richtig geschrottet. Fuck! Das hier macht richtig Spaß. Sandman. Es ist hier wahrscheinlich eher für die Fahrradfahrer gedacht, aber hey, es funktioniert. Und es ist besser als da durchgerüttelt werden. Ab und
dann stehen dann hier schon echt ganz geile Gebäude. Sind zwar meistens alle baufällig oder komplett verlassen, aber man kann sehen, dass die mal richtig schick waren. Oh, jetzt wird's aber richtig wild, ey. Noch bin ich da, wo ich sein soll, aber zugegeben, landschaftlich wird das jetzt natürlich hier alles Richtung Pommern ein bisschen übersichtlicher, aber hey, der TED macht einfach mega viel Spaß. Das einzig Blöde, das habt ihr ja vielleicht schon gesehen, ist hier der gute Stick hat hier einfach mal komplett am Material aufgegeben. Ja, und die gute 360-Grad-Kamera, die sieht jetzt so aus, funktioniert noch in dem Sinne, dass sie noch angeht und auch noch aufnimmt und noch Bilder macht und so, aber natürlich ist da ordentlich was kaputt gegangen. Bin ich mal gespannt, ob man das noch reklamieren kann, aber erstmal halb so wild, das ist die Kamera und nicht der Mensch. Es sind jetzt noch 50 Kilometer bis Schwedt. Ich denke, das fahre ich jetzt noch, vielleicht nicht ganz komplett, aber ich denke schon das meiste. Und zurück geht es dann auf dem schnellsten Weg. Heute mal nur Motorrad fahren. Richtig schön, bei richtig geilem Motorradwetter. Ich genieße die Landschaft und die Strecke in vollen Zügen. Ich kann es noch nicht ahnen, aber das werden die letzten Meter auf dem Trans-Euro Trail für mich sein. Bahnübergang. Ja, tja, die letzten Meter auf der TED werden mir leider verwehrt bleiben, weil jetzt muss man so einen riesen Umweg fahren und dann nochmal zurück auf die TED. Das macht keinen Sinn. Und da drüben sitzt leider gerade einer, in diesem Nürnberger Auto sitzt so ein Sicherheitsdienstleister, der hier auch noch darauf achtet, dass hier niemand durchfährt. Habe ja jetzt keinen Bock drauf. Nicht, dass ich dann nachher noch angezählt werde. Was weiß ich. Ich entscheide mich also schweren Herzens, die letzten Kilometer auf der Bundesstraße zurückzulegen. Boah, ey, Schotterpiste ist echt entspannt gegen Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster ist echt der Endgegner. Also es ist überhaupt nicht schwer zu fahren. Das ist gar nicht das Ding. Man hat nicht die Angst, dass man sich auf die Klappe legt. Es ist einfach nur wow. Es ist einfach nur anstrengend. Oh, man sieht hier so ein bisschen die Schornsteine. Vielleicht sieht man es nachher beim Rausfahren nochmal. Hier ist eine riesig gewaltige Raffinerie.
Platz ist hier auf jeden Fall. Alles flach, alles groß, alles breit, alles Platz. So ein bisschen fühlt man sich an die USA erinnert. Das ist auch so ein bisschen so. Riesige Parkplätze. Und hier auf dieser schönen Brücke, hier endet jetzt offiziell der deutsche Teil der TED. Sehr schön. Hier noch gucken, ob ich hier noch ein kurzes Bild hinkriege. Ja, auch wenn die letzte halbe Stunde jetzt nicht wirklich auf der TED war, ist das jetzt hier doch ein wohlverdientes Ende an der polnischen Grenze. Hier ist die Oder gegen das Licht. Wahnsinnig schön. Dieser orange-blauen Brücke. Und in die Gegenrichtung sieht man noch mal richtig schön viel mehr. Mein Motorrad steht noch in Polen. Ja, das ist richtig geil. Ist auch richtig schön hier. Hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich muss jetzt noch dringend Wasser kaufen und dann geht's auf die Autobahn zurück zur Unterkunft. Manchmal suchen wir das große Abenteuer in der Ferne, träumen von endlosen Straßen und exotischen Landschaften. Aber heute hier an der Mecklenburgischen Seenplatte zwischen Sand, Schlamm und Wurzeln wird klar, das Gefühl von Freiheit, von Entdeckung, von echtem Abenteuer, das gibt es auch direkt vor der eigenen Haustür. Man muss nicht um die halbe Welt fahren, um sich lebendig zu fühlen. Man muss nur losfahren. We're dancing in the bright light.